Man nimmt das Wort Handlungsdruck ja nicht gerne in den Mund, aber im Bereich Sustainability muss man die Tatsachen ins Auge sehen. Es gibt Handlungsdruck und es gibt Handlungsdruck aus vielen verschiedenen Richtungen für die Unternehmen. Sich mit dem Thema Sustainability auseinanderzusetzen, was zu ändern, sich Ziele zu setzen, ist aber natürlich auch eine Riesenchance. Und zwar nicht nur gesellschaftlich und sozial und um diesem Druck zu begegnen, sondern eben auch ökonomisch. Es bietet enorme Chancen und zusätzliche Potenziale und neue Möglichkeiten. Dieses Thema Handlungsdruck in Sustainability schreit ja nach tu was. Und dann kommt sofort die Gegenfrage, aber was eigentlich und wo fange ich an und was mache ich? Das Thema ist unfassbar komplex. Es hat so viele Möglichkeiten an so viele Themen und es ist vor allen Dingen auch hochvolatil. Das heißt, es entwickelt sich kontinuierlich fort. Mit dem Framework von Dreikon, das wir Map of Sustainability nennen, komme ich was an die Hand, um mich durch dieses Thema selber durchzuarbeiten. Ich kann Chancen erkennen, ich kann mir Informationen besorgen, ich kann Einzelaspekte diskutieren, ich kann vor allen Dingen priorisieren. Priorisieren nach dem, was mein Unternehmen spezifisch ausmacht, was meine spezielle Situation ist, die sich von allen anderen unterscheidet. Manche haben unterschiedliche Kunden, manche sitzen an unterschiedlichen Orten und haben unterschiedliche Wertschöpfungsketten. All dies führt immer zu der Frage, was passt bei mir genau? Und die Map soll an dieser Stelle helfen, die Orientierung zu finden. Die Map of Sustainability hat natürlich verschiedene Länder, um die Diskussion zu strategieren oder Kontinente. Das übergreifende Handlungsfeld ist die Erstellung einer Vision, einer Strategie im Bereich Sustainability. Ein eigenes wichtiges Feld ist das Thema Regulierung. Welche Regularien gibt es? Welche Anforderungen gibt es? Welche Reports kann ich erstellen oder sollte ich erstellen? Wegen des Handlungsdrucks nach außen ist es extrem wichtig, dass kommuniziert wird. Insofern ist ein eigenes Feld für die Kommunikation. Sustainability und Fortschritte in der Sustainability, Zielerreichung muss man messen. Und die Frage von Metriken, was kann ich messen und wie kann ich es messen, in meinen speziellen Bedingungen ist ein wichtiges Thema. Das Setzen von Zielen alleine reicht nicht. Das wichtige Thema ist, es sie auch umzusetzen. Und insofern ist die Frage, wie ich meine Ziele umsetzen will, wie ich das organisiere und wo es hingehen soll, ein weiteres Feld. Die spezielle Wertschöpfungskette macht das aus, was das Unternehmen individuell und speziell macht. Das heißt, ich habe besondere Produkte und ich habe individuelle Kunden und ich habe individuelle Geschäftsmodelle. Hier muss ich drauf eingehen. Für produzierende Unternehmen ist es offensichtlich die Frage, wie sich das in meiner Anlage niederschlägt, wie ich das in meinen Assets abbilde. Insofern muss ich wählen, welche Technologien ich will, welche Verfahren ich zur Anwendung bringen will. Insofern ist das Thema Technologiestrategie ein wichtiges eigenes Thema.